Hi, ich bin Luise von shaktimat.de. Schön, dass du heute wieder mit mir auf der Matte bist. In diesem Tutorial kümmern wir uns um Beine und Füße, die Bereiche, die uns wortwörtlich durch unser Leben tragen, aber oft am wenigsten Aufmerksamkeit bekommen. Wenn du gerade erst startest, leg die Shaktimat am besten auf dein Bett oder Sofa. So ist der Einstieg sanfter. Wenn du das Gefühl schon magst, platziere sie direkt auf dem Boden oder auf deiner Yogamatte. Das intensiviert den Druck und vertieft die Wirkung. Legen wir los mit den Beinen. Lehn dich zurück, streck die Beine aus und spür, wie die Spikes Kontakt mit der Rückseite deiner Oberschenkel aufnehmen. Atme ruhig, bleib entspannt sitzen, du kannst dich aber auch hinlegen und beobachte, wie Wärme und Kribbeln entstehen. Dein Kreislauf kommt in Schwung und deine Muskeln beginnen loszulassen. Wenn du die Intensität steigern möchtest, spann die Beine leicht an. So spürst du, wie der Druck gezielter wirkt. Noch effektiver wird's mit den Shakti Leg Wraps. Sie umschließen deine Beine mit über 8000 Spikes, regen die Durchblutung an und unterstützen die Regeneration. Perfekt nach dem Sport oder nach einem langen Tag auf den Beinen. Dank des verstellbaren Kompressionsriemens kannst du selbst bestimmen, wie intensiv der Druck wird. Einfach fester oder lockerer schließen. Nach nur ein paar Minuten spürst du, wie Schwere und Spannung nachlassen und ein wohliges Wärmegefühl entsteht. Und jetzt zu den Füßen, unsere stillen Alltagshelden. Stell dich barfuß oder mit dünnen Socken auf die Shaktimat und verlagere dein Gewicht langsam nach vorne, hinten und von Seite zu Seite. Das aktiviert die Reflexzonen deiner Fußsohlen, fördert die Durchblutung und schenkt dir neue Energie. Wenn du etwas mehr Komfort möchtest, probier die Shakti Fußmatte. Mit 25 mm Memory Schaum und über 2600 Spikes stimuliert sie über 70.000 Nervenenden und regt die Durchblutung an. Und so belebt sie den ganzen Körper, auch wenn man sitzt. Egal ob auf der Matte, mit den Leg Wraps oder auf der Fußmatte, gönn deinen Beinen und Füßen regelmäßig ein bisschen Shakti-Zeit. Atme tief. Bleib achtsam und spür, wie dein Körper Schritt für Schritt leichter wird.